Hallo, liebe Freunde der okkulten Mysterien, zu einem neuen Beitrag. Das Schams al-Ma'arif. Ein faszinierendes und mitreißendes Werk, das die Leser seit Jahrhunderten in seinen Bann zieht. Dieses Buch, dessen Name übersetzt Sonne der Erkenntnis bedeutet, ist ein wahrer Schatz der arabischen Literatur und Mystik. Lasst uns gemeinsam auf eine spannende Reise gehen und alle Stationen dieses Werkes erkunden. Die Entstehung des Schams al-Ma'arif liegt im Dunkeln der Geschichte verborgen. Es wird angenommen, dass es im 13. Jahrhundert von Ahmad ibn Ali al-Buni verfasst wurde, einem arabischen Gelehrten und Mystiker. Al-Buni war ein Meister der islamischen Esoterik und sein Werk spiegelte seine tiefgreifenden Kenntnisse wider. Schams al-Ma'arif ist ein islamisches Grimoire, das vor allem in Nordafrika und im Nahen Osten verbreitet ist. Es gilt als eines der wichtigsten Werke der islamischen Magie und ist in sehr vielen verschiedenen Versionen und Übersetzungen erhältlich. Das Buch selbst ist eine Sammlung von magischen Ritualen, Zaubersprüchen und Amuletten. Es enthält Anleitungen zur Kommunikation mit Geistern, zur Herstellung von Talismanen und zur Vorhersage der Zukunft. Das Schams al-Ma'arif ist jedoch nicht nur ein einfacher Leitfaden für Magie, sondern auch ein Werk, das tiefe spirituelle Weisheit vermittelt. Doch bevor es losgeht, wie üblich, das Intro. Okkulte Mysterien. Im Laufe der Zeit wurde das Schams al-Ma'arif immer wieder überarbeitet und erweitert. Verschiedene Gelehrte fügten neue Abschnitte hinzu oder änderten bestehende Passagen. Dadurch entstand im Laufe der Jahrhunderte eine Vielzahl von Versionen des Werkes. Ein faszinierender Aspekt des Schams al-Ma'arif ist seine Verbindung zur Kabbala, einer jüdischen mystischen Tradition. Das Buch enthält Elemente der Kabbalistik und verwendet hebräische Buchstaben und Namen in einigen seiner Rituale. Diese Verbindung zwischen islamischer Magie und jüdischer Mystik zeigt die Vielfalt und den Einfluss verschiedener spiritueller Traditionen in der Geschichte. Es wird auch berichtet, dass das Schams al-Ma'arif einige geheime Symbole und Codes enthält, die nur von Eingeweihten verstanden werden können. Diese Symbole sollen zusätzliche Macht und Schutz bieten und den Leser von negativen Energien abschirmen. Obwohl das Schams al-Ma'arif oft als ein Buch der Magie und des Okkultismus betrachtet wird, enthält es auch ethische Richtlinien und moralische Lehren. Es betont die Bedeutung von Tugendhaftigkeit, Bescheidenheit und dem Streben nach spiritueller Erleuchtung. Es wird betont, dass die Anwendung der magischen Praktiken im Einklang mit den Prinzipien des Islam stehen sollte. Die Geschichte des Schams al-Ma'arif ist von Geheimnis und Gefahr geprägt. Aufgrund seines Inhalts wurde das Buch von einigen islamischen Gelehrten als ketzerisch angesehen und verboten. Dennoch fand es immer wieder seinen Weg zu den Menschen, die nach Wissen und Macht strebten. Die gefährlichste Komponente des Schams al-Ma'arif liegt in seiner Fähigkeit, die Grenzen zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu durchbrechen. Die darin enthaltenen magischen Rituale und Zaubersprüche versprechen dem Leser die Möglichkeit, übernatürliche Kräfte zu erlangen und seine Wünsche zu erfüllen. Doch diese Macht hat ihren Preis. Diejenigen, die das Schams al-Ma'arif studieren und anwenden, betreten eine gefährliche Welt des Unbekannten. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und die Konsequenzen können verheerend sein. Es wird berichtet, dass einige Anwender des Buches von dunklen Mächten besessen wurden oder in den Wahnsinn getrieben wurden. Die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwammen für sie und sie verloren den Bezug zur normalen Welt. Sie irrten umher, gefangen in einer Welt voller Halluzinationen und Albträume. Ihr Verstand wurde von den Kräften des Buches zersetzt
und sie waren nicht mehr in der Lage, zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden. Ihr Schicksal war ein einsames Dasein in einem endlosen Labyrinth des Geistes. Einige Legenden erzählen von Menschen, die durch die Anwendung der magischen Rituale im Shams al-Marif große Macht erlangten. Sie wurden zu Meistern der Elemente, beherrschten die Kunst der Heilung oder konnten sogar in die Zukunft sehen. Doch diese Macht hatte oft einen hohen Preis. Einige dieser Menschen verloren nach und nach ihre Menschlichkeit und wurden von Gier und Egoismus verzehrt. Sie wurden zu skrupellosen Tyrannen oder endeten in einem einsamen Leben voller Leid. Andere Berichte erzählen von jenen, die das Shams al-Marif studierten, um ihre persönlichen Wünsche zu erfüllen. Sie versuchten Reichtum anzuhäufen oder ihre Liebsten zurückzugewinnen. Doch oft führte ihr Streben nach materiellen Dingen oder Liebe zu einem tragischen Ende. Die Magie des Buchs erwies sich als trügerisch und ließ sie in einem Netz aus Täuschung und Verzweiflung gefangen. Es gibt auch Geschichten über jene, die das Shams al-Marif nutzen, um anderen zu helfen oder das Böse zu bekämpfen. Diese Menschen hatten noble Absichten und glaubten fest an die Kraft des Buches. Doch auch sie waren nicht gefeit vor den Konsequenzen. Oft wurden sie von dunklen Mächten bedroht oder mussten schwere Opfer bringen, um ihre Ziele zu erreichen. Es gibt auch Berichte über Menschen, die das Shams al-Marif nutzen, um mit Geistern oder Dämonen zu kommunizieren. Sie versuchten, verborgenes Wissen zu erlangen oder ihre Fragen zur Existenz zu beantworten. Doch diese Begegnungen mit dem Übernatürlichen hatten oft verheerende Folgen. Die Geister oder Dämonen, die sie beschworen, waren unberechenbar und manipulativ. Sie führten die Menschen auf einen dunklen Pfad der Verdammnis und Zerstörung. Einige Geschichten erzählen von jenen, die das Shams al-Marif benutzten, um sich vor Feinden zu schützen oder Rache zu nehmen. Sie fertigten Amulette an oder sprachen Zaubersprüche aus, um sich selbst oder ihre Lieben zu verteidigen. Doch diese Verteidigung gegen das Böse hatte oft unvorhergesehene Konsequenzen. Die Mächte des Buches waren schwer zu kontrollieren und konnten sich gegen ihre Anwender wenden. Diejenigen, die Rache suchten, wurden oft selbst zum Opfer ihrer eigenen dunklen Energien. Es gibt jedoch auch Berichte über Menschen, die das Werk studierten und es schafften, die Kräfte des Buches für positive Zwecke zu nutzen. Sie waren in der Lage, Heilung zu bringen, Frieden zu stiften oder anderen zu helfen. Diese Menschen hatten ein tiefes Verständnis für die Macht des Buches und nutzten sie mit großer Weisheit und Bescheidenheit. Fakt ist, dass der Umgang mit dem Shams al-Marif nicht nur von den Inhalten des Buches abhängt, sondern auch von der Absicht und dem Charakter des Anwenders. Es erfordert eine starke moralische Grundlage und ein tiefes Verständnis für die Auswirkungen der eigenen Handlungen. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass diese Geschichten und Legenden nicht immer auf historischen Fakten beruhen können. Sie sind Teil der mündlichen Überlieferung und wurden im Laufe der Zeit verändert und angepasst. Dennoch spiegeln sie die tiefgreifende Faszination und die Warnungen wider, die mit dem Shams al-Marif verbunden sind. Trotz der Gefahren übt das Shams al-Marif eine unwiderstehliche Faszination auf Menschen aus verschiedenen Kulturen aus. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es in verschiedenen Sprachen übersetzt und fand seinen Weg in die Bibliotheken von Gelehrten, Magiern und Abenteurern auf der ganzen Welt. Die Geschichte des Shams al-Marif ist auch eng mit der Entwicklung der arabischen Mystik verbunden. Es beeinflusste zahlreiche Sufi-Orden und wurde von einigen als spiritueller Leitfaden angesehen. Diejenigen, die sich auf den mystischen Pfad begaben, sahen im Shams al-Marif eine Quelle der Inspiration und Erleuchtung. Trotz seiner umstrittenen Natur hat das Shams al-Marif bis heute überlebt. Es wird
immer noch von einigen Gelehrten studiert, die nach tieferem Verständnis der islamischen Mystik suchen. Das Buch bleibt weiterhin ein Rätsel, das viele Fragen aufwirft und nur den Mutigsten offenbart wird. In den Wirren der Zeit hat das Schams al-Ma'arif seine Geheimnisse bewahrt und bleibt ein faszinierendes Rätsel, das die Menschheit weiterhin in seinen Bann zieht. Es ist ein Buch, das sowohl Licht als auch Dunkelheit in sich trägt, und nur diejenigen mit wahrer Entschlossenheit und Weisheit können seine Macht verstehen und nutzen. Doch Vorsicht ist geboten, denn das Schams al-Ma'arif ist kein Werk für schwache Gemüter oder unvorbereitete Seelen. Es ist ein Buch, das die Grenzen des Verstandes herausfordert und den Leser auf eine Reise durch die Tiefen des Unbekannten führt. Diejenigen, die sich darauf einlassen, müssen bereit sein, ihre eigenen Ängste zu konfrontieren und ihre innersten Wünsche zu hinterfragen. Die Legenden und Geschichten um das Schams al-Ma'arif erinnern uns daran, dass es in der Welt der Magie und des Okkultismus keine einfachen Antworten gibt. Die Suche nach Wissen, Macht kann gefährlich sein und unvorhersehbare Konsequenzen haben. Doch für diejenigen, die den Mut haben, sich dem Unbekannten zu stellen, kann das Schams al-Ma'arif eine Quelle der Erleuchtung und Transformation sein. Es bleibt uns überlassen, wie wir mit diesem Vermächtnis umgehen. Ob wir uns von der Faszination des Verbotenen verführen lassen oder ob wir mit Respekt und Vorsicht nach spiritueller Erkenntnis streben. Das Schams al-Ma'arif wird weiterhin in den Schatten der Geschichte ruhen, bereit, seine Geheimnisse nur denjenigen zu offenbaren, die würdig sind. In einer Welt voller Mysterien und ungelöster Rätsel bleibt das Schams al-Ma'arif ein Symbol für die menschliche Neugier und den Wunsch nach Wissen. Es erinnert uns daran, dass es noch so viel gibt, was wir nicht verstehen, und dass die Grenzen des Möglichen immer weiter verschwimmen. Falls ihr noch mehr zu dem Thema sehen möchtet, lasst es mich in den Kommentaren oder mit einem Like wissen. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann lass unbedingt ein Abo da. Bis zum nächsten Mal auf unserem düsteren Pfad durch die Welt der okkulten Mysterien. Okkulte Mysterien.